Deutschen Musical-Szene der Hecht im Karpfenteich ist das in Amerika genau umgekehrt. Vor einem Monat ging er am Broadway mit dem Musical Carrie nach wenigen Vorstellungen unter. Hier Szenen aus den New Yorker Proben für Carrie. Wer am Broadway überleben darf, das entscheiden vor allem die allmächtigen Kritiker. Die amerikanischen Kritiker entschieden sich gegen Carrie. Der freundliche Applaus des Publikums genügt eben nicht, um im harten amerikanischen Musical-Geschäft Fuß zu fassen. Kurz musste sich mit Carrie ganz schnell wieder vom Broadway verabschieden. Das amerikanische Abenteuer hatte ihn und seinen Investoren $7 Millionen gekostet. Leicht wird es einem nicht gemacht, das ist klar. Ich meine, hier ist ein harter Konkurrenzkampf, obwohl alle wissen, je mehr Hits es gibt im Broadway, desto besser ist es für alle. Also keiner wünscht dem anderen etwas Schlechtes. Aber auf der anderen Seite ist es so, sicherlich schwierig für mich, hier Fuß zu fassen. Das ist gar keine Frage. Also der rote Teppich wird hier nicht ausgelegt. Und ich muss hier beweisen, ich muss Erfolg haben. In Amerika zählt nur der Erfolg und alles andere ist unwichtig. Und insofern ist das, als mein erstes Stück werde ich natürlich beobachtet, mit Skepsis teilweise. Aber auf der anderen Seite werde ich auch ermutigt, diesen Schritt zu gehen. Also ich glaube, man muss einfach mal sehen, ob es mir gelingt, hier erfolgreich zu sein. Ich glaube, wenn Carrie ein Erfolg sein wird, werde ich hier bestimmt auf Unterstützung treffen. Aber bis dahin stehe ich hier ziemlich alleine. Horror nach Noten des amerikanischen Komponisten Michael Gore. Er schrieb auch die Filmmusik zu Fame. Als Regisseur hat Kurz den Direktor der Royal Shakespeare Company, Terry Hands, verpflichtet. Choreografin ist Debbie Allen, eine Broadway-Größe. Die Psychostory Carrie ist eine dramatische Beziehungskiste zwischen Mutter und Tochter. Die Mutter spielt Betty Buckley, am Broadway bereits Legende. Die Tochter, die 17-jährige Lindsay Hadley aus England, als Überraschung des Jahres bei einer Audition entdeckt. Carrie ist kein Musical im herkömmlichen Sinn. Hier treffen verschiedene Kunstformen aufeinander, vom tragischen Musikdrama bis hin zur Rockoper. Das ist natürlich das, was sehr riskant ist, was aber sehr spannend macht für mich. Ob uns das gelingt, wenn uns das gelingt, ich glaube, dann könnte man auch hier wieder für andere neue Wege aufzeichnen. Dass vielleicht mehr Jugendliche ins Theater kommen, die normalerweise Rockkonzerte besuchen.
und die da, sagen wir, doch ein theatralisches Erlebnis haben, was sie normalerweise in den herkömmlichen Musicals nicht haben. Der Broadway setzt den Standard. Broadway ist der Ort eigentlich schlechthin für Musical. Music Theater ist Broadway, das eigentlich kann man gar nicht voneinander trennen. Und das ist sehr aufregend und spannend hier natürlich auch. Aber es ist wirklich wahr, wer am Broadway es schafft es überall. Und es ist schon ein Traum von mir gewesen, am Broadway mal zu produzieren. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich der erste Schwabe oder erste Deutsche bin, der am Broadway produziert. Aber es ist auf jeden Fall, damit geht ein Traum in Erfüllung, ganz bestimmt. Der Musikunternehmer, geboren im schwäbischen Nürtingen mit Wohnsitz in London, hat wie für jede seiner Produktionen auch in New York eine eigene Gesellschaft gegründet. Weitere Kurzfirmen gibt es in London, Hamburg, Bochum und im englischen Steuerparadies Jersey. 7,5 Millionen $ kostet Carrie. Wie immer haben private Investoren das Geld aufgebracht. Doch im Gegensatz zu anderen Produktionen aus dem Ausland fängt Kurz am Broadway bei Null an, hat sich nicht durch Werbeaktionen und Vorverkauf ein Polster für Monate geschaffen. Nach nur 3-wöchiger Trainingsphase in England ist er mit seinem englisch-amerikanischen Ensemble nach New York umgezogen. If you want, you can put Günther over here. That's where he is. And put Probst back here somewhere. Okay, well, I don't want to... Premierenvorbereitung. Die Prominenz wird verteilt. Kurz vertraut ganz den guten Ausgangs- und Erfolgsgarantien. Schließlich ist Carrie das meistverkaufte Buch in Amerika und war auch als Film ein Renner. Is Donald Trump coming? No, he was not able to come. Right. Where's the German cultural attaché sitting? That I do not know. That's going through Bob's office. Well, she should sit in the row here. Vorschusslorbeeren aus Europa zählen nicht am Broadway. Nur wer vor Frank Rich von der New York Times besteht, darf hoffen. Der New York Times-Kritiker, der Frank Rich, hat natürlich hier schon sehr viel zu sagen über den Erfolg oder Misserfolg eines Stückes. Und das haben sie in Europa nicht. In London haben sie, in England haben sie 5, 6, 7 Zeitungen, in Deutschland ist es ähnlich. Sie haben also viele verschiedene Meinungen, die sich dann von anderen irgendwie absetzen. Und hier, was der Frank Rich in der New York Times schreibt, ist häufig ausschlaggebend für den Erfolg oder das Ausscheiden eines Stückes. Mark Santoro. And from California, Marianne Odie. And from New York, Charlotte Gamboa. Kurz vor der Premiere Honorarauszahlung für das Ensemble. Eine Woche lang hat man mit öffentlichen Aufführungen vor ausverkauftem Haus geprobt. Die Begeisterung der Zuschauer über Carrie hat sich auf die Darsteller übertragen. Herr Kurz, so eine Stimmung findet man kurz vor der Premiere wohl nur in einer amerikanischen Truppe. Nur hier. Das ist die beste Truppe, mit der ich hier gearbeitet habe. Und Sie sehen, er ist sehr locker
Und wir sind wirklich in guter Stimmung. Also das finden wir wirklich nur hier. Obwohl das zur Hälfte Engländer sind und zur Hälfte Amerikaner. Aber es ist Broadway und es ist schon was Besonderes. Macht Spaß. Bombenstimmung. Und das Ensemble steht hinter dem Newcomer aus Deutschland. He's very different. He comes with, Er ist ganz anders. Er hat großes Verkaufsgeschick, zugleich aber auch großes Kunstverständnis und ist sehr intelligent. Ich habe einen Mann wie ihn vorher am Broadway noch nie erlebt. Die anderen Produzenten arbeiten mit einem Riesenstab. Er aber macht alles alleine. Ich würde gerne öfter mit ihm zusammenarbeiten. where Fritz does a lot of it himself. I just find him to be one of the most intelligent men I've ever worked with, and I'm looking forward to doing something else with him. Thank you very much and good luck for this evening. Thank you very much. Thanks. Okay. Oh, well, here we go. We're off. It's time to go to Broadway now. Watch your head. Watch your head to see it. Bye. He said I can't do everything. Die New Yorker High Society rauscht vor. Der Broadway erlebt die erste Musical-Premiere der Saison 1988-89. Aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens kommt die Premierenprominenz. Musical, das ist eine Kunst, die sich nur der Unterhaltung verschrieben hat und dennoch zum Besten gehört, was Amerika zum zeitgenössischen Theater beigetragen hat. Musical, das ist seit den 40er Jahren auch ein lupenreines Produkt des American Way of Life. Und Entertainment hat für den Amerikaner nichts Anrüchiges. Ich sehe der Sache gelassen entgegen, muss ich sagen. Und was von unserer Seite gemacht werden konnte, ist gemacht worden. Mehr kann man nicht machen. Und jetzt kann man wirklich nur hoffen, dass es ankommt. Ich glaube, dass es ankommen wird. Ich mal von der Reaktion des Publikums, wenn ich darauf schließen kann, wie die Kritiker reagieren, dann müssten wir eigentlich in der Lage sein, hier eine Sensation zu schaffen. Davon bin ich überzeugt. Beifall und Bravo-Rufe für Carrie. Standing Ovations. Im Virginia Theater ist das Premierenpublikum aus dem Häuschen. Befreites Aufatmen bei Friedrich Kurz. Mit Bestsellerautor Stephen King auf dem Weg zu den Künstlergarderoben. Der Schriftsteller möchte dem Ensemble gratulieren. Anerkennung am Broadway, wo in den letzten Jahren doch vor allem nur die Webber-Musicals für Aufsehen gesorgt haben. Kurz aber wollte hier beweisen, dass er mehr kann, als nur Webber-Erfolge zu vermarkten. Right. Was overjoyed. Fantastic. They said it's a music. That's really it. Er hat meine Geschichte in Musik umgesetzt und diese Geschichte sehr eindrucksvoll auf die Bühne gebracht. Originalgetreu und packend. Mir hat es sehr gefallen. You liked the show? Yeah, I liked it very much. Yeah.
It was lovely. Thanks. Thank you. New York liegt Friedrich Kurz, von Freunden und Mitarbeitern nur Fritz genannt, zu Füßen. Premierenparty in einer Nobeldisco. Die Überraschung, auch Andrew Lloyd Webber gibt Kurz die Ehre. Webber, Komponist der Musicals Cats, Evita, Starlight Express und Phantom of the Opera, hat bei der weltumspannenden Vermarktung seiner Werke Kurz als Statthalter für Deutschland erkoren. Sagen aber möchte der menschenscheue Amadeus des Musicals nichts zu Carrie und der Tatsache, dass Kurz diesmal auf andere setzte. I'd rather not say. Why not? I'd rather not say. Should ask me. Fritz ist ein toller Mann, ist ein Freund jetzt und er ist ein Mann, der liebt Theater. Und er würde eine amerikanische Musikal machen, deshalb muss er es machen hier am Broadway. Das muss er machen und er hat es getan, ganz allein. Und für mich, weil er ein Freund ist, bin ich froh und es war ein Abenteuer. He's doing very, very well. He's great. He's a great producer, Er ist ein großer Produzent. Er hat hier eine Sensation geschaffen. Ich werde meine künftigen Produktionen nur noch mit ihm machen. Er hat das Beste aufgeboten, was der Broadway zu bieten hat. He's persevered. He's gotten a grip of the very best that Broadway has to offer. Das böse Erwachen am Tag danach. In der New York Times schlachtet Frank Rich Carrie, spricht von Zeit- und Geldverschwendung, nennt das Ganze schlicht eine Katastrophe. The time has come for Betty Buckley to receive a human musical as her heavenly reward. Also es ist eindeutig eine absolute vernichtende premeditated Kritik. Das hat ja mit Kritik überhaupt nichts mehr zu tun. So ähnlich wie Phantom der Oper, also über die Szene von Sarah Brightman geschrieben hat. Oder also bevor Phantom überhaupt an Broadway kam, kam ein Artikel in der New York Times, Frank Rich fetzt die Szene, um Andrew Lloyd Webber aufzufressen. Also es hat an für sich mit einer objektiven künstlerischen Kritik, so wie man es in England oder in Deutschland kennt, nichts zu tun. Werden da Machtkämpfe ausgetragen? Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Inwiefern? Also eindeutig. Ja, man wollte uns wohl nicht am Broadway haben. I want to know where Joey is on the check line. Kurz versucht zu retten, was zu retten ist. Denn Überraschung am Broadway schrieb zum Beispiel die New York Post. Und das ist totales, kraftvolles Theater von einer Direktheit, die zu Herzen geht. Doch gegen das Urteil von Frank Rich hat auch dies keinen Bestand. Der New Yorker läuft dem Frank Rich hinterher wie ein Schaf. Das ist also eindeutig. Und ich nehme an, dass 80% der Theater, also die Leute, die ins Theater gehen, die New York Times lesen, dementsprechend diese Vorurteile aufbauen, die ich dann nicht mehr abbauen kann. Wenn also die New Yorker sagen, wenn der Frank Rich schlecht schreibt, dann muss das auch ein schlechtes Stück sein. Und das hat sich auch ausgedrückt in der Kasse bei uns. Am Tag drauf waren noch $500 in der Kasse anstatt 100.000. Also die Diskrepanz ist also sofort in Zahlen ausgedrückt. Fünf Tage nach der Premiere setzt Kurz das Stück ab, schließt das Virginia Theater. Die verkauften Karten decken nicht mehr die laufenden Kosten. Der größte Flop in der Broadway-Geschichte seit langem. $200 Leute sitzen von heute auf morgen auf der Straße. Kurz hat $7,5 Millionen in den Sand gesetzt und an Prestige verloren. Doch kaum an Glaubwürdigkeit bei den Investoren. Von ihnen kommt keine Kritik. Die meisten haben bei Cats in Hamburg ohnehin reichlich Kasse gemacht. War das der schwärzeste Tag in Ihrem Leben als Produzent? Als Produzent, ja, glaube ich schon. Aber das sind Dinge, ich meine, ich habe sehr viel gelernt dadurch. Und ich sehe es also als Lehre an eigentlich. Ich habe da sehr viel gelernt in der ganzen
Zusammenarbeit auch mit Harry Hans, mit Debbie Allen. Ich bereue das in keinster Weise. Ich habe dem Frieder gesagt, du, ich stehe zu dir auf Biegen und Brechen. Ich habe ihm immer angedeutet, wenn alles daneben geht, sein Zuhause ist noch da. Und eine Suppe und ein Bett findet er immer wieder zu Hause. Und es hat mir schon wehgetan, weil ich wusste um den Einsatz, den er da reingelegt hat. Und bedauere es auch. Ich glaube, hier ging nicht alles mit richtigen Dingen so. Man hätte ihm doch die Chance geben sollen, über einige Zeit hier mit dem Stück aufzuwarten. Aber das waren wohl andere Kräfte, die hier die Dinge verhindert haben.